Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Liam, wie geht es dir heute? Hallo Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über ein Foto sprechen, an das ich mich erinnere. Sprichst du gerne über Fotos? Ja, das tue ich. Ich finde, Fotos sind eine schöne Möglichkeit, besondere Momente festzuhalten. Welches Foto möchtest du beschreiben? Ich möchte ein Foto von meinem letzten Familienpicknick beschreiben. Es war ein sehr glücklicher Tag. Das klingt schön. Ich würde gerne von deinem Picknickfoto hören. Was zeigt das Foto? Auf dem Foto sehe ich meine Familie, die auf einer großen Decke im Park sitzt. Der Himmel ist blau und sonnig. Rund um uns stehen Bäume und einige Blumen. Das klingt sehr schön. Wer ist auf dem Foto mit dir? Auf dem Foto sind 4 Personen. Ich bin da, meine Schwester Emma, mein Bruder Jack und meine Mutter. Wir lächeln alle und sehen sehr glücklich aus. Was habt ihr gemacht, als das Foto gemacht wurde? Wir hatten gerade Mittagessen. Meine Mutter hat Sandwiches und Obst gemacht. Wir hatten auch etwas Saft. Wir haben gelacht und geredet. Es war eine lustige Zeit. Ich kann mir vorstellen, wie glücklich ihr alle gewesen sein müsst. Was war der schönste Teil des Picknicks? Der schönste Teil war, als wir nach dem Mittagessen Spiele gespielt haben. Wir haben Frisbee gespielt und sind herumgerannt. Mein Bruder Jack war sehr lustig. Er ist ständig gefallen und wir haben alle gelacht. Das klingt nach viel Spaß. Ich mag es, wenn Familien zusammen Spiele spielen. Habt ihr an diesem Tag viele Fotos gemacht? Ja, wir haben viele Fotos gemacht. Aber dieses hier ist mein Lieblingsfoto, weil es unsere glücklichen Gesichter und den schönen Tag zeigt. Das verstehe ich. Manchmal kann ein Foto uns an all die guten Momente erinnern. Warum denkst du, ist dieses Foto für dich besonders? Dieses Foto ist besonders, weil es mich an einen Tag voller Liebe und Lachen mit meiner Familie erinnert. Es war ein einfacher Tag, aber sehr glücklich. So geht es mir auch mit einigen meiner Fotos. Sie erinnern mich an schöne Zeiten mit meinen Freunden und meiner Familie. Hast du ein Foto, an das du dich gut erinnerst? Ja, das habe ich. Ich habe ein Foto von meiner letzten Geburtstagsparty. Es war auch ein sehr glücklicher Tag. Das klingt interessant. Kannst du mir mehr über dieses Foto erzählen? Natürlich, auf dem Foto sitze ich an einem Tisch mit einem großen Geburtstagskuchen. Es gibt bunte Ballons und ein Happy Birthday Banner. Meine Freunde sind um mich herum und wir lächeln alle. Das ist eine sehr fröhliche Szene. Wer ist mit dir auf dem Foto? Ich sehe meinen besten Freund Tom, meine Schwester Lucy und meine Eltern. Wir sehen alle sehr glücklich aus. Es war eine lustige Party. Was habt ihr auf der Party gemacht? Wir haben Spiele gespielt, Kuchen gegessen und viel geredet. Ich habe auch meine Geburtstagsgeschenke ausgepackt. Mein Freund Tom hat mir ein cooles neues Buch geschenkt. Das klingt nach einem perfekten Geburtstag. Was war der beste Teil der Party für dich? Der beste Teil war, als wir das Geburtstagslied gesungen haben und ich die Kerzen ausgeblasen habe. Alle haben geklatscht und gejubelt. Ich fühlte mich sehr geliebt. Ich kann mir dieses Gefühl vorstellen. Solche Fotos lassen uns glückliche Momente erinnern. Warum ist dieses Geburtstagsfoto für dich besonders? Dieses Foto ist besonders, weil es meine Freunde und meine Familie zusammen zeigt.
Es erinnert mich daran, dass ich sehr glücklich bin, solche guten Menschen in meinem Leben zu haben. So fühle ich mich auch bei meinem Picknickfoto. Es erinnert mich an die Liebe meiner Familie und den Spaß, den wir hatten. Fotos helfen uns wirklich, unsere Erinnerungen festzuhalten. Auch wenn der Tag vorbei ist, lässt das Foto den Moment für immer bestehen. Ja, jedes Mal, wenn ich mein Picknickfoto anschaue, erinnere ich mich an das Lachen, die Spiele und das gute Essen. Es bringt mich zum Lächeln. Und wenn ich mein Geburtstagsfoto anschaue, erinnere ich mich an die Freude, den Spaß mit meinen Freunden und die Liebe meiner Familie. Es ist eine schöne Erinnerung. Es ist erstaunlich, wie ein einfaches Bild so viele Gefühle festhalten kann. Ich stimme zu. Fotos sind wie kleine Fenster zur Vergangenheit. Sie helfen uns daran zu erinnern, wer wir sind und woher wir kommen. Ich drucke manchmal meine Lieblingsfotos aus und lege sie in ein kleines Album. Ich schaue sie mir gerne an, wenn ich nostalgisch bin. Das ist eine großartige Idee. Ich bewahre auch einige Fotos in einem digitalen Album auf meinem Handy auf. Es ist einfach, sie jederzeit anzuschauen. Technik hilft uns, unsere Erinnerungen sicher aufzubewahren. Aber ich mag auch das Gefühl eines gedruckten Fotos. Ja, gedruckte Fotos sind etwas Besonderes. Sie erinnern mich an die alten Zeiten, als wir Filmkameras benutzt haben. Ich erinnere mich, dass meine Eltern eine Filmkamera benutzt haben. Es war aufregend, auf die Entwicklung der Fotos zu warten. Es war wie eine Überraschung. Man wusste nie, wie die Fotos werden würden. Genau. Jedes Foto war ein kleines Geheimnis. Jetzt mit Digitalkameras können wir viele Fotos machen und sie sofort sehen. Das stimmt, aber manchmal vermisse ich den Zauber, auf die Entwicklung des Films zu warten. Ich verstehe. Jede Art von Foto hat ihren eigenen Charme. Was machst du jetzt mit deinen Fotos? Ich teile einige Fotos in sozialen Medien, aber ich behalte auch viele privat. Ich zeige gerne meine besten Erinnerungen meiner Familie und engen Freunden. Das mache ich auch. Ich teile einige Fotos auf Instagram, aber ich halte meine Lieblingsfotos in einem privaten Album. Es ist schön, Erinnerungen mit anderen zu teilen, aber es ist auch gut, persönliche Fotos zu haben, die nur für dich sind. Ja, persönliche Fotos machen mich warm ums Herz. Sie erinnern mich an gute Zeiten und glückliche Menschen. Ich stimme zu. Jedes Mal, wenn ich mein Geburtstags- oder Picknickfoto anschaue, bin ich dankbar für meine Familie und Freunde. Fotos helfen uns wirklich, die Liebe und Freude in unserem Leben zu erinnern. Denkst du, dass du bei deinem nächsten Familienpicknick mehr Fotos machen wirst? Ja, ich plane, viele weitere Fotos zu machen. Ich möchte all die lustigen Momente festhalten. Ich werde auch versuchen, einige spontane Aufnahmen zu machen, wenn alle lachen. Das ist eine großartige Idee. Spontane Aufnahmen sind oft die besten, weil sie echte Emotionen zeigen. Das habe ich von meinem letzten Picknick gelernt. Die besten Fotos sind nicht immer die gestellten. Es sind die, die wahre Gefühle zeigen. Ich werde das im Hinterkopf behalten, wenn ich Fotos bei meiner nächsten Geburtstagsparty mache. Ich werde versuchen, die glücklichen Momente festzuhalten, während sie passieren. Ja, und vielleicht kannst du mir die Fotos später zeigen. Das würde ich gerne. Wir können unsere Erinnerungen teilen und über die guten Zeiten sprechen. Ich freue mich darauf. Hast du noch andere besondere Fotos, die du magst? Ja, ich habe auch ein Foto von meinem Familienurlaub am Strand. Es ist sehr schön. Ich liebe Strandfotos. Kannst du mir dieses Foto beschreiben?
Auf dem Foto sitzen meine Familie und ich im Sand. Das Meer ist blau und ruhig. Meine Schwester und ich bauen eine Sandburg und meine Eltern lächeln uns an. Das klingt nach einem sehr glücklichen Moment. Was erinnerst du dich an diesen Tag? Ich erinnere mich, dass wir im Meer geschwommen sind, Beachvolleyball gespielt haben und ein Picknick im Sand hatten. Es war ein lustiger und entspannender Tag. Ich würde dieses Foto eines Tages gerne sehen. Ich kann es dir beim nächsten Treffen zeigen. Ich habe viele gute Erinnerungen von diesem Urlaub. Ich habe ein ähnliches Foto von meinem Ausflug in die Berge. Auf diesem Foto stehe ich mit meiner Freundin auf einem Hügel. Die Aussicht ist sehr schön. Das klingt fantastisch. Was erinnerst du dich an diesen Ausflug? Ich erinnere mich, dass wir viele Stunden gewandert sind, einen schönen Wasserfall gesehen haben und abends ein Lagerfeuer gemacht haben. Die Luft war frisch und der Himmel klar. Ich liebe es, in der Natur zu wandern. Dein Bergfoto muss sehr besonders sein. Ja, das ist es. Jedes Mal, wenn ich es anschaue, erinnere ich mich an das Abenteuer und den Spaß, den ich mit meiner Freundin hatte. Fotos helfen uns wirklich, unsere besten Erinnerungen sicher aufzubewahren. Ich stimme zu. Sie sind wie kleine Zeitmaschinen, die uns zurück zu glücklichen Tagen bringen. Zeigst du deine Fotos manchmal neuen Freunden? Ja, manchmal zeige ich neuen Freunden meine Fotos, wenn wir über unsere Familien oder unsere Vergangenheit sprechen. Es ist eine gute Möglichkeit, Erinnerungen zu teilen. Ich mache das auch. Es hilft neuen Freunden zu verstehen, wer wir sind und was wir lieben. Ich denke, das Teilen von Fotos macht unsere Geschichten interessanter. Es hilft uns auch, von verschiedenen Erfahrungen zu lernen. Jedes Foto hat eine Geschichte dahinter. Ich liebe es, diese Geschichten zu hören. Sie machen das Foto noch besonderer. Hast du ein Lieblingsfoto, das du immer auf deinem Handy behältst? Ja, das habe ich. Ich habe ein Foto von meiner Großmutter, als sie jung war. Sie lächelt und steht in einem schönen Garten. Das klingt sehr besonders. Was liebst du an diesem Foto? Ich liebe, dass es das glückliche Gesicht meiner Großmutter zeigt. Es erinnert mich an ihre Freundlichkeit und Liebe. Auch wenn sie nicht mehr bei uns ist, lässt mich dieses Foto fühlen, dass sie mir nahe ist. Ich habe ein ähnliches Foto von meinem Großvater. Er sitzt auf einer Bank im Park und sieht sehr friedlich aus. Das ist sehr schön. Unsere Großeltern geben uns viele gute Erinnerungen. Ja, das tun sie. Fotos von ihnen erinnern uns an unsere Familiengeschichte und die Liebe, die in unseren Herzen weiterlebt. Ich werde dieses Foto von meiner Großmutter immer aufbewahren. Es ist ein Schatz für mich. Ich werde das Foto meines Großvaters auch sicher aufbewahren. Es ist wichtig, unsere Familie zu erinnern. Ich stimme zu. Fotos helfen uns, uns mit unserer Vergangenheit zu verbinden und uns an unsere Wurzeln zu erinnern. Denkst du, dass du in Zukunft mehr Familienfotos machen wirst? Ja, ich plane bei Familienveranstaltungen viele weitere Fotos zu machen. Ich möchte jeden glücklichen Moment festhalten. Das ist eine großartige Idee. Ich möchte auch bei Geburtstagen, Feiertagen und Picknicks mehr Fotos machen. Ich glaube, dass jedes Familienereignis besonders ist und es wert ist, festgehalten zu werden. So sehe ich das auch. Jedes Foto ist ein Stück unserer Geschichte und eine Erinnerung an die Liebe, die wir teilen. Ich freue mich darauf, viele neue Fotos von unseren zukünftigen Veranstaltungen zu sehen. Ich auch.
Vielleicht können wir sogar eines Tages ein Familienpicknick zusammen planen. Das wäre wunderbar. Wir können viele Fotos machen und neue Erinnerungen schaffen. Ja, und wir können unsere Fotos und Geschichten miteinander teilen. Ich bin sehr froh, dass wir heute über Fotos gesprochen haben. Es lässt mich meine Erinnerungen noch mehr schätzen. Ich fühle das Gleiche. Über unsere Lieblingsfotos zu sprechen, erinnert mich an all die guten Zeiten, die ich hatte. Danke, Liam, dass du deine Fotoerinnerungen mit mir geteilt hast. Danke dir, Mia, dass du so nette Fragen gestellt hast. Ich habe es genossen, über meine Geburtstags- und Picknickfotos zu sprechen. Ich habe gelernt, dass Fotos sehr wichtig sind. Sie helfen uns, uns daran zu erinnern, wer wir sind und die Menschen, die wir lieben. Ja, und sie erinnern uns daran, dass sogar einfache Tage sehr besonders sein können. Ich werde mein Picknickfoto und das Foto meiner Großmutter immer in meinem Herzen tragen. Und ich werde mein Geburtstagsfoto und das Foto meines Großvaters immer schätzen. Sie sind Schätze meiner Vergangenheit. Ich hoffe, wir können in Zukunft viele weitere Fotos machen und neue glückliche Erinnerungen schaffen. Ich stimme zu. Jedes neue Foto ist eine neue Geschichte, eine neue Erinnerung und ein neuer Grund zum Lächeln. Lass uns planen, uns wieder zu treffen und eines Tages mehr von unseren Fotos zu teilen. Ja, das würde ich lieben. Wir können sogar zusammen ein kleines Fotoalbum erstellen. Das ist eine großartige Idee. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ich auch. Danke noch einmal, Mia. Ich hatte eine wunderbare Zeit, heute mit dir zu sprechen. Danke, Liam. Ich genieße unsere Gespräche immer. Sie helfen mir, mein Deutsch zu üben und erinnern mich an die guten Dinge im Leben. Ich fühle das Gleiche. Mit dir zu sprechen macht mich glücklich und hilft mir zu lernen. Ich sehe dich bald wieder. Vielleicht können wir das nächste Mal über unsere Lieblingsorte oder unsere besten Erinnerungen sprechen. Das klingt nach einem guten Plan. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Hab einen tollen Tag, Mia. Danke, Liam. Dir auch. Auf Wiedersehen für jetzt. Auf Wiedersehen, Mia. Pass auf dich auf. Großartige Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.